Man hat ja auch Mitgefühl für diese Leute und es hat einem ja auch wahnsinnig leid getan, was da passiert ist. Und da ist natürlich das Interesse da, diesen Fall definitiv aufzuklären und da auch ein Stück Gerechtigkeit für die Familie zurückzuholen und vor allen Dingen das Wissen, was ist hier passiert und vor allen Dingen, warum. Auf den Tag genau 5 Jahre wird es dauern, bis dieser Fall für Judith Johne und Bernd Fischer abgeschlossen ist. Jahre, in denen sie nie die Hoffnung verlieren, das Rätsel um den erschossenen Familienvater Jürgen V. aufzuklären. Die Kriminalhauptkommissare Judith Johne und Bernd Fischer und die tödlichen Schüsse durch die Haustür. Mein Name ist Bernd Fischer, ich bin 53 Jahre alt, seit 36 Jahren bei der Polizei und seit 20 Jahren bei der Kriminalpolizei in Hanau. Mein Name ist Judith Johne, ich bin 37 Jahre alt und seit 19 Jahren bei der Polizei und jetzt bei der Kriminalpolizei in Hanau. Und wir arbeiten 7 Jahre zusammen. Der Fall vom 7. September 2013 wird beide für immer zusammenschweißen. In Hanau wird Jürgen V. in seinem Haus erschossen. Direkt durch die Haustür. Ich hatte gleich von Anfang an viel mit der Opferfamilie zu tun und da gab es auch direkt eine Verbindung, weil man hat sich schon irgendwie auch ein Stück weit selbst da wiedererkannt, weil es war eben die ganz normale Familie. Das Wohngebiet rund um die Gallienstraße in Hanau. Kurz vor Mitternacht hallen 4 Schüsse durch die Straßen. 3 davon treffen Jürgen V., der gerade die Haustür öffnen will. Die Polizei fahndet sofort nach dem geflüchteten Täter, sichert Spuren. Auch Spürhunde sind im Einsatz. Wir hatten also mit den angesprochenen Sprengstoffspürhunden die Hoffnung, dass wir irgendwo Hülsen oder Geschossteile finden. Leider war überhaupt nichts vorhanden. Bis auf ein Geschoss, das durch das gesamte Haus geflogen ist, hinten im Garten in einem Holzbalken stecken blieb. Das war das einzige an Spur, das wir vor Ort hatten. Ansonsten waren alle Spuren entweder durch den Regen vernichtet oder wurden beseitigt, möglicherweise auch durch den Täter. Sie rekonstruieren den Tathergang. Jürgen V. ist abends vorm Fernseher eingeschlafen. Seine Frau und die 3 Kinder sind bereits im Bett. Der älteste Sohn hatte am späten Abend das Haus verlassen. Dann klingelte es an der Haustür, das haben die Familienmitglieder im Haus noch mitbekommen. Dann ist auch gehört worden, wie das Opfer zur Tür gegangen ist, nach einem Schlüssel suchte. Das wurde auch noch durch das Klirren der Schlüssel noch wahrgenommen. Und dann fielen die Schüsse. Judith Johne und Bernd Fischer stoßen bei ihren Ermittlungen früh auf einen Verdächtigen. Lutz H., den Schwager des Opfers. Waffen waren ja auch Wir hatten also als eine der möglichen Motivlagen einen Erbstreit, der seit 2009 andauerte und in dieser Woche wohl zu einem Gerichtstermin hätte führen können oder führen sollen. Und da war klar, dass da wohl eine Streitigkeit zwischen einem Erbe, zwischen dem Schwager des Opfers und dem Täter später gab. Und das war eine Motivlage. Wir wussten auch von dieser Person, den späteren Täter oder Mittäter, dass er bewaffnet ist, dass er über Waffen verfügt, weil er eine große Jagdleidenschaft hatte. Und doch können sie ihm die Tat nicht nachweisen. Seine Lebensgefährtin gibt Lutz H. ein Alibi. Andere Verdächtige gibt es nicht. Die Ermittlungen verlaufen zäh. Wir hatten ja auch verdeckte Maßnahmen laufen, die betreut werden mussten, kamen aber über die Zeit auch an Punkte, wo einfach Stillstand war im Verfahren, wo auch keine neuen Erkenntnisse mehr da waren. Und da musste man sich auch gegenseitig bei Laune halten, trotzdem weiterzumachen. Es waren also Situationen, wo ich sage, oh, ich weiß gar nicht, ob das ja noch Sinn macht. Und nein, wir müssen hier weitermachen. Und ähnlich ging es ihr dann auch, wo sie sagte, oh, jetzt ist es aber wirklich mal gut. Und dann sage ich, nee, da bleiben wir jetzt dran. Judith Johne und Bernd Fischer geben den Fall nicht auf. Wiederholt fahren sie zum Tatort, dem Wohnhaus in der Gallienstraße. Sprechen mit der Familie, hoffen auf neue Erkenntnisse. Also zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben zu ermitteln und hier uns die Gegebenheiten angeschaut haben, sind wir auf jeden Fall davon ausgegangen, dass der Täter hier schon mal vorher spioniert haben könnte, weil es ja eine Sackgasse ist und die Fluchtrichtung wird man sich vorher schon angeschaut haben, ja. Ein Verdacht bleibt über die Jahre bestehen, dass Lutz H., der Schwager des Opfers, etwas mit der Tat zu tun haben könnte. 2 verdeckte Ermittler,
Erol und Aische schaffen es über Monate hinweg, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Der Erol hat dem Beschuldigten eine Geschichte erzählen können oder bei ihm eine Geschichte platziert, die den Beschuldigten dann veranlasst hat, ihm eine Waffe zu verkaufen. Und wie die Untersuchungen dann ergeben haben, handelte es sich bei dieser Waffe um die Waffe, mit der im September 2013 unser Opfer erschossen wurde. Als wir gehört haben, dass es sich hier tatsächlich um die Waffe handelt, die wir jahrelang gesucht hatten, ist natürlich eine Riesenerleichterung da. Lutz H. wird schließlich festgenommen. Die Ermittler verhören ihn erneut. Auffallend war seine kühle Art, die er an den Tag legte. Er wirkte also extrem cool, trotzdem eloquent, gesprächsfreudig und erzählte uns auch einige Dinge über sein Alibi, nachdem wir ihn natürlich gefragt haben. Bernd Fischer glaubt ihm nicht. Er weiß inzwischen, dass Lutz H.'s Leben auf einer Lüge basiert. Gefälschte Zeugnisse, ein gefakter Doktortitel. Das ist natürlich Umstände, die nicht alltäglich sind, aber darauf hindeutet, dass die Person unheimlich gut Menschen beeindrucken kann, Geschichten erzählen kann. Ohne Geständnis kommt es zum Prozess gegen Lutz H. Parallel laufen die Auswertungen der Spuren weiter. Und dann die spektakuläre Wende. Handydaten ergeben, dass Lutz H.'s Lebensgefährtin Banu D. in der Tatnacht in Hanau war. Sie hatte geschossen, Lutz H. die Waffe organisiert. Also dieser Umstand, dass dann die Lebensgefährtin letzten Endes die Täterin war, die waren schon sehr beeindruckend für mich. Also damit hatte ich nie gerechnet. Lebenslang muss Banu D. wegen Mordes in Haft. Lutz H. wird wegen Beihilfe zu 9 Jahren verurteilt. Den Rechtsstreit ums Erbe, das Motiv der Tat, führt der aus dem Gefängnis heraus weiter. Judith Jone und Bernd Fischer halten auch weiterhin Kontakt zur Familie des Getöteten. Dieser Fall hat mir insbesondere gezeigt, dass sich Hartnäckigkeit auszahlen kann. Dass man auch, wenn man meint, nichts mehr zu finden oder dass man am Ende angekommen ist, sich halt doch lohnt, weiterzumachen. Man fühlt sich auch gut dabei, wenn man den Menschen jetzt eine Antwort geben konnte.